We don't get the water for 24 hours. Im deutschen Alltag wirkt alles, was wir haben, so selbstverständlich. Aber das ist es absolut nicht. Ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung ist von Armut betroffen. This is the most interesting thing is being done here in Dharavi. But no one will tell you about this. Vor 130 Jahren hatten die Briten die Kontrolle über Indien. Sie verbannten die armen Arbeiter und die schmutzigen Industrien aus dem Stadtzentrum. Und so entstand am Rande von Mumbai eins der größten Slums der Welt. Die Ausweitung erfolgte völlig chaotisch, ohne Planung oder staatliche Aufsicht. Die Leute hier haben einfach alles selbstständig gebaut. Und so wurde dieser Ort zu einer Auffangstation für die ärmsten Menschen aus ganz Indien. Mittlerweile leben hier ungefähr 1 Million Menschen auf einer Fläche von nur 2 Quadratkilometern. Somit ist dieses Slum einer der dicht besiedelsten Orte der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Auf einer Fläche von 300 Fußballfeldern leben 1 Million Menschen. Mumbai ist so schnell gewachsen, dass aus dem damaligen Stadtrand das heutige Stadtzentrum wurde. Und genau das ist das Problem. Auf einer der wertvollsten Flächen der Stadt steht heute das größte Slum Asiens. Und das direkt neben Wolkenkratzern, Luxuskaufhäusern und Hotels. Die Stimmung ist extrem angespannt. Die Regierung will diese Fläche für Hochhäuser nutzen und versucht schon seit Jahren, die Slumbewohner umzusiedeln. Aber die wollen nicht weg, weil die Angst haben, keinen neuen Job zu finden. Die meisten Leute hier haben keinen Cent auf der Seite. Das Einzige, was sie haben, ist einander. Dieser unglaubliche Zusammenhalt ist der Grund, warum die Leute hier überleben. Wenn man mal nichts zu essen hat oder Medikamente braucht, dann wird hier einem geholfen. We don't get the water for 24 hours here. We get the water only for 3 hours and 4 hours in a day. So because of that, we need to save the water to use it further. Okay. Oh wow. What? Can I film the chicken? Yeah. You can see how. Be careful. We have to be careful here. I'll get to that. Sowas ist in Deutschland unvorstellbar. Aber hier geht's leider nicht anders. Bei dieser Hitze würde das Fleisch ohne Kühlung sofort verderben. Deswegen müssen die Hühner frisch geschlachtet werden. Die meisten Menschen leben hier mit der ganzen Familie in einem Zimmer, ohne Strom oder fließendem Wasser. Gekocht wird mit Gas. Und wenn man mal aufs Klo muss, dann gibt's Gemeinschaftstoiletten, die man nutzen kann. She earns 6,000 per month by cutting the thread of the cloth. Yeah. And do you pay rent for here? Yeah. How much? She pays for this 3,000 and Okay. she deposited 30,000 for this room. Yeah. Wow. Crazy. Das sind so Momente, die wirklich was in mir verändern. In Deutschland habe ich oft versucht, dankbar zu sein, aber es war immer nur ein Gedanke, ohne ein Gefühl. Ich glaube, man muss sowas einfach mit eigenen Augen sehen. Im deutschen Alltag wirkt alles, was wir haben, so selbstverständlich, aber das ist es absolut nicht. Ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung ist von Armut betroffen. Wenn man nur 2.000 Euro im Monat verdient, dann gehört man schon zu den 2% der reichsten Menschen der Welt. Und wir hatten einfach nur Glück bei unserem Geburtsort. Wir haben dafür nichts geleistet. He is saying to take him with you. He will work for you. And I was starting the tour. I was told you about the river. Okay, it is the river. You know, it used to be clean, but now it is not clean at all. You can see because all the people are living here. They throw the garbage in it. It gets clean in a year, once in a year. And Every year, who cleans yeah. it? The government? And the or- government, yeah. The Okay. government. The Crazy. government sends some people to clean it. Mhm. And do you know, do you have any idea when they clean it? When it's full? No. Before the rainy season comes, they clean it. Die meisten Menschen hier sind extrem religiös. Muslime und Hindus bilden den größten Teil der Bevölkerung. Moscheen und Tempel stehen oft nur wenige Meter voneinander entfernt. Trotz der großen Unterschiede funktioniert das Zusammenleben, weil sich die Menschen hier gegenseitig respektieren. Was ihr auf dem Video nicht mitbekommt, belastet mich eigentlich am meisten. Ich find's so krass, wie die das hier aushalten. Dieser unglaubliche Gestank, kombiniert mit der Hitze und dem ununterbrochenen Lärm. Die meisten Kinder gehen zwar zur Schule, aber viele brechen auch in jungen Jahren schon ab, weil sie arbeiten gehen müssen. Das Geld in der Familie ist einfach zu knapp. Eine durchschnittliche Familie hat hier 3 bis 4 Kinder. Die Wahrscheinlichkeit, in Indien geboren zu werden, liegt bei knapp 18%. Das heißt, etwa jedes 6. Baby kommt in Indien zur Welt. Lot of clinics. This is the small one. If you have only coughing and all those, the small
small diseases, you can Yes. come here. And when for you the- have big yeah, disease, big diseases, we have a hospital for that. is it free, the hospital, or Yeah. you must pay? No, we have to pay the minimum amount in the government hospital, and we have private hospital as well where they will charge like a lot of money. That's why people prefer to go there in the government hospital. Am Anfang habe ich mich echt unwohl gefühlt, das alles zu filmen. Aber irgendwie freuen sich die Leute und wollen mit aufs Video. He is saying you to click a photo of him. Thank you. Let's go this way. We have Okay. Brother, where are you from? Me? कहाँ गए? From Germany. Germany. बात Yeah. करो ना, Oh, बात करो nice. इंग्लिश में. Video. Nice name. Asad. My name is. Thank you. और lunch time. बिस्सी वाला कैसे बोलते हैं? कौन? माई बिस्सी वाला है नहीं? जैसे कॉफी वाला, चाय वाला, मी बिस्सी वाला. Yeah, he is tiffin wala. He provides the food to all the people who lives here. Ah, Oh, wow, nice. Nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. This is one part of Dharavi. It's called recycling. Yes. So there are a lot more things. The $1 billion. This is the most interesting thing is being done here in Dharavi. But Come, no Vishal. will tell you about this. You know, you won't find all these things on the internet as well. Yes. Dharavi ist ein zentraler Knotenpunkt für die Müllverwertung und einer der größten Recycling-Spots der Welt. Hier landet der Müll aus ganz Mumbai, hauptsächlich Plastik, Elektroschrott und Textilien. Die Menschen sitzen bis zu 14 Stunden am Tag auf dem Boden und sortieren alles Stück für Stück. Und das für einen Tageslohn von nur 3 Euro. From here. In diesem Betrieb werden die großen Plastikteile an einer offenen Säge zerkleinert, damit sie für den nächsten Schritt in eine Maschine passen. In dieser Maschine befindet sich eine Klinge, die die Plastikteile dann in ganz feine Stücke zerkleinert. Damit diese Klinge scharf bleibt, muss man sie einmal die Woche schleifen. In den blauen Behältern werden die Plastikstücke gewaschen und im nächsten Schritt dann eingeschmolzen. Die meisten Männer, die hier im Recycling District arbeiten, kommen aus allen Teilen von Indien. Sie verdienen ca. 100 Euro im Monat. Davon gehen 20 Euro für Essen drauf. Aber sie schlafen da, wo sie arbeiten. Das heißt, sie müssen keine Miete bezahlen und können den Rest ihren Familien schicken. Obwohl hier kaum jemand Zugang zu Strom hat, haben trotzdem fast alle ein Handy. Es gibt ein paar Hotspots, an denen Leitungen illegal angezapft werden, damit die Menschen dort den Job erledigen können. Und an diesen Stellen werden dann auch alle Handys geladen. Direkt neben dem Plastic District befindet sich der Bereich, wo die Textilien recycelt werden. In diesem Betrieb färben die weiße Stoffteile ein. Der Kunde gibt ihnen ein Farbmuster und die tasten sich per Augenmaß an diese Farbe ran. In diese Wasserbecken werden chemische Farbstoffe gekippt, die extrem giftig sind. Aber wie überall in diesem Slum hat man das Gefühl, dass die Leute hier keine Ahnung haben, wie gefährlich das eigentlich ist. Niemand nutzt hier irgendeine Art von Schutzbekleidung. In Germany we have the Arbeitsschutzgesetz und hier ist alles nass und die wickeln einfach ein paar Lagen Frischhaltefolie um den Föhn. Is it matching or not? I'm colorblind. I have no idea. Are you colorblind? Yeah, I'm Seriously? colorblind. Hier arbeiten 5 Leute und produzieren an nur einem Tag 1500 Hosen. Und die werden dann an die Großhändler auf der ganzen Welt verkauft. They make the clothes for the children and as well as for the women. Women. Here they work and up they live. They are making the food for the people who work here because you know most of the people are migrated here. So after working 12 to 14 hours, they don't have enough energy to like make the food for themselves. That's why they brought the concept of kitchen here. And they provide the meals here to all the workers twice in a day, and they will charge 500 per week, and you can save 2000 per month. Do you wanna try making this?
Roti? Before that, you have to wash your hands. Yes. Nach all den Jobs, die ich hier gesehen habe, kann ich sagen, der ist es. Wenn ich hier leben müsste, dann wäre das mein Traumjob. Ich würde zu 100% lieber hier stehen, ein paar Rotis flippen, bevor ich mich an so eine Plastiksäge stelle. Oh, you did really well. Thank you.